Hallo, Frederik hier. Bevor wir starten, bitte abonniere meinen Kanal. Hier sprechen wir über Dinge, die dein Denken und deine Ergebnisse im Leben wirklich verändern. Und jetzt zum Thema. Heute möchte ich eine Idee erklären, die für viele zum Wendepunkt wird. Aber zuerst ein paar Fragen und versuch ehrlich mit dir selbst zu sein. Ist dir schon mal aufgefallen, wie stark wir unseren Eltern ähneln? Nicht nur äußerlich, das ist klar, sondern im Verhalten, in Reaktionen, Gewohnheiten, in der Art, wie wir mit Menschen reden, wie wir Probleme lösen, wie wir streiten, wie wir Wichtiges aufschieben, wie wir mit Geld umgehen. Hast du schon mal gemerkt, dass du Sätze sagst, die du früher von deiner Mutter oder deinem Vater gehört hast, und es fühlt sich an, als wär's das gar nicht du, aber du sagst es trotzdem automatisch? Und noch eine Frage: Warum kommst du, selbst wenn du dich wirklich anstrengst, so oft zu denselben Ergebnissen? Als ob sich das Leben im Kreis dreht. Ähnliche Schwierigkeiten, ähnliche Beziehungen, ein ähnliches Einkommensniveau, ähnliche Ängste, ähnliche Fehler. Und die letzte Frage, die viele überrascht: Warum kann ein Mensch einen Hochschulabschluss haben, Diplome, unzählige gelesene Bücher, einen hohen Intellekt und trotzdem ein durchschnittliches Leben führen, ständig zweifeln, prokrastinieren und nicht vorankommen? Und ein anderer, ohne schöne Ausbildung, ohne besondere Verbindungen, manchmal sogar ohne gute Startbedingungen, baut ein Business auf, verdient sehr viel Geld, schafft Projekte und verändert die Realität um sich herum? Wenn du darüber schon einmal nachgedacht hast, bist du nah dran. Denn die Antworten liegen nicht dort, wo die meisten sie suchen. Nicht nur in Motivation, nicht nur in Disziplin, nicht nur in Planung. Es geht tiefer. Ich will dir ein Prinzip zeigen, das fast alles erklärt, was mit unseren Ergebnissen passiert. Und ich erkläre es so einfach wie möglich, ohne komplizierte Begriffe, damit du es auf dein eigenes Leben anwenden kannst. Es geht um das Paradigma. Erstens, was dein Leben tatsächlich steuert. Die meisten Menschen denken: Ich bin meine Gedanken. Ich kontrolliere alles. Ich entscheide, was ich tue. Wenn das zu 100% stimmen würde, könnten wir Gewohnheiten ganz leicht ändern. Früh aufstehen, nichts aufschieben, nicht am Handy hängen, nicht bei Süßem schwach werden, ruhig wichtige Schritte gehen und schnell reicher, gesünder und stärker werden. Aber warum passiert das dann nicht? Weil dein Leben nicht nur vom Bewusstsein gesteuert wird. Einen großen Teil der Zeit lebst du im Autopilot. Und dieser Autopilot ist das Unterbewusstsein. Ganz einfach gesagt, Bewusstsein, der Fahrer, der manchmal das Lenkrad übernimmt. Unterbewusstsein, der Autopilot, der die meiste Strecke fährt. Und wenn der Autopilot auf eine bestimmte Route eingestellt ist, dann lenkt der Fahrer vielleicht kurz in eine andere Richtung, aber danach geht es wieder zurück auf die alte Spur. Genau deshalb halten viele Veränderungen nicht dauerhaft. Zweitens, das Paradigma ist ein verborgenes Programm in dir. Jetzt das Wichtigste. Das Unterbewusstsein arbeitet nach einem Programm. Dieses Programm nennt man oft Paradigma. Noch einfacher. Ein Paradigma ist die Summe deiner tiefen Gewohnheiten, Überzeugungen und deiner inneren Norm. Also das, was du für normal, natürlich, für mich üblich oder so macht man das hältst. Und eine Gewohnheit ist nicht nur eine Handlung. Eine Gewohnheit ist eine Idee, die sich so tief in dir verankert hat, dass du ohne Nachdenken handelst. Zum Beispiel: Jemand spart automatisch an sich selbst, selbst wenn Geld da ist. Jemand schiebt automatisch Gespräche und Entscheidungen auf. Jemand wählt automatisch Partner, die ihm wehtun. Jemand glaubt automatisch nicht an sich, obwohl er objektiv fähig ist. Und dann entsteht diese Kette. Paradigma, gewohnte Gedanken, gewohnte Entscheidungen, gewohnte Handlungen, gewohnte Ergebnisse. Deshalb wiederholen sich Ergebnisse, nicht weil du Pech hast, sondern weil du immer wieder dasselbe Programm startest. Drittens, woher dieses Programm kommt. Gene,
plus Umfeld. Es gibt zwei große Kräfte, die unser Paradigma einprogrammieren. Erstens, Veranlagung. Ja, ein Teil ist von Geburt an da. Temperament, bestimmte Reaktionsmuster, Neigungen. Deshalb ähneln wir unseren Eltern oft. Zweitens, Umgebung und Erziehung. Noch stärker formt uns aber die Umgebung, vor allem in der Kindheit. Stell dir eine simple Situation vor. Ein Kind wird in einer englischsprachigen Familie geboren, kommt aber früh nach China und wächst in einem Haushalt auf, in dem alle Chinesisch sprechen. Was passiert? Es wird auf Chinesisch denken und sprechen, weil sich genau das als Norm verankert. Und genauso speichert die Umgebung nicht nur Sprache, sondern auch, wie man richtig mit Geld umgeht, was erlaubt ist und was nicht geht, was gefährlich ist, wofür man sich schämen muss, wer du im Leben bist, auf welches Niveau du ein Recht hast. Und das Spannende ist, viele Begrenzungen sind uns gar nicht bewusst. Wir fühlen einfach, das schaffe ich nicht. Das ist nichts für mich. Ich bin nicht so ein Mensch. 4. Bewusstsein und Unterbewusstsein geraten oft in Konflikt. Mit dem Bewusstsein kannst du dir sagen, ich will mehr verdienen. Ich will ein anderes Level. Ich will Freiheit. Ich will Selbstvertrauen. Aber das Unterbewusstsein kann anders eingestellt sein. Zum Beispiel, viel Geld ist gefährlich. Reiche Menschen sind schlecht. Wenn ich auffalle, werde ich verurteilt. Besser wie alle anderen sein. Risiko ist beängstigend. Was, wenn es nicht klappt? Und dann landest du in der klassischen Falle. Du willst das eine, aber du tust das andere. Von außen sieht es aus wie Faulheit oder Schwäche. Von innen fühlt es sich an wie, ich kann mich nicht dazu bringen, als ob etwas mich zurückhält. Und ja, oft ist es das Paradigma. Darum können Menschen Erfolgsbücher lesen, Kurse machen, Ziele setzen, sich inspirieren lassen und trotzdem wieder auf ihr altes Level zurückfallen, weil sich das innere Programm nicht geändert hat. 5. Warum ein kluger Mensch nicht automatisch erfolgreich ist. Jetzt wird klar, warum Intelligenz und Abschlüsse kein Ergebnis garantieren. Wissen ist ein Werkzeug. Aber ein Werkzeug in den Händen eines Menschen mit innerer Bremse funktioniert schlecht. Wenn das Paradigma auf Sicherheit und bloß nicht auffallen eingestellt ist, wird man Risiko, Verhandlungen, Verkaufen, Verantwortung oder Sichtbarkeit vermeiden, selbst wenn man genial ist. Wenn das Paradigma eines anderen Menschen jedoch auf »Ich kann das, ich probiere es, ich lerne unterwegs« eingestellt ist, kann er ohne Abschluss starten, aber er handelt, macht Fehler, handelt wieder und wächst. Manchmal ist Erfolg nicht die Frage, wer ist schlauer, sondern wessen inneres Programm unterstützt Wachstum. 6. Warum Veränderungen Angst machen, selbst wenn sie gut sind. Vielleicht kennst du das. Sobald eine echte Chance auftaucht, ein neuer Job, ein Umzug, ein Business, eine wichtige Begegnung, ein Schritt auf ein neues Level, steigt in dir Angst auf. Viele denken dann ist das wohl nichts für mich. Aber oft ist es nicht nichts für dich. Es passt nur nicht zur alten Norm. Wenn du gegen dein altes Paradigma denkst und handelst, reagiert dein Körper und deine Psyche manchmal mit Unbehagen, weil das Unterbewusstsein Neues als Bedrohung interpretiert. Das haben wir noch nie gemacht, also ist es gefährlich. Darum sabotieren Menschen manchmal ihre eigenen Chancen. Sie lassen Gelegenheiten liegen, schieben auf, zweifeln, springen ab, wählen das Vertraute. 7. Der wichtigste Gedanke dieses Videos. Wenn du andere Ergebnisse willst, reicht es nicht, einfach härter zu kämpfen. Du musst verändern, was deine Gewohnheiten steuert. Das heißt, dein Paradigma ändern. Wenn sich das Paradigma ändert, ändern sich die Gedanken, die automatisch auftauchen. Ändern sich die Entscheidungen, die du als normal empfindest. Ändern sich die Handlungen, die du ohne inneren Kampf umsetzen kannst. Und dann
ändern sich die Ergebnisse. Natürlich ohne dauernden Druck. Darum können zwei Menschen mit unterschiedlichen Paradigmen in derselben Stadt zur selben Zeit mit ähnlichen Bedingungen leben und trotzdem völlig unterschiedliche Lebenswege haben. 8. Frage an dich, und die ist wichtig. Schreib in die Kommentare, was du bei dir am häufigsten bemerkst. Du willst Veränderungen, aber innerlich bremst etwas. Du weißt viel, aber es ist schwer, ins Handeln zu kommen. Du wiederholst die Muster deiner Eltern. Du kommst immer wieder zu denselben Ergebnissen. Ich lese die Kommentare und anhand eurer Antworten kann ich das nächste Video machen. Mit konkreten Schritten, wie man das Paradigma nach und nach neu programmiert und neue Gewohnheiten stabil verankert. Mit dir war Frederik. Wenn dir dieses Video geholfen hat, dann abonniere meinen Kanal, damit du die Fortsetzung nicht verpasst, und aktiviere die Benachrichtigungen. Als nächstes gibt's noch mehr konkrete Beispiele und Praxis.